Ballons irgendwie, sag ich mal, sich auf den Weg machen und Inklusion heißt ja sicherlich auch sich auf den Weg machen. Ja. Hier ist ein schönes Symbol. Man lässt die Inklusionsluftballons steigen. Hi, ich bin Martin und ich war beim Seite-an-Seite-Projekt mit dabei. Das war ein offenes Atelierangebot während des Kultur-Inklusive-Festivals in den Räumlichkeiten der Alexianer Waschküche. Das Ganze war eine Kooperation zwischen PREX, also dem Projekt für kulturelle Experimente, geleitet von Frau Dr. Katja Watermann und der Klasse für kooperative Strategien der Kunstakademie Münster, geleitet von Frau Professorin Irene Hohenbüchler. Ziel des Ganzen war es, die Arbeiten, die während dieser Zeit entstanden sind, zu präsentieren. Und dafür wurde einerseits eine Demonstration angemeldet, sodass eine Prozession bzw. eine Parade abgehalten wurde von der Alexianer Waschküche zum LWL-Museum für Kunst und Kultur. Und dort geschah dann nämlich das eigentliche Ziel, denn das war, diesen Werken einmal den roten Teppich auszurollen. Und das ist dann eben im Foyer dort im LWL-Museum auch passiert. An dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass das überhaupt möglich war. PREX hat so ein Angebot schon öfter gemacht, auch in der Alexianer Waschküche. Das Besondere war an dieser Stelle, dass wir als Studierende in der Klasse uns eben einzelne Stationen ausgedacht haben. Das kam so als Impuls von uns selbst so heraus, dass wir das schön fänden, gewisse Dinge einfach anzubieten und dann gucken, wo die Reise so hingeht. Meine Station sah wie folgt aus, dass ich ein Angebot gemacht habe im Bereich Fotografie, Film und Video. Das hätte alles sein können. Ich hätte gerne Hilfestellung gegeben, hätte aber natürlich gerne auch mein Know-how weitergegeben an andere, sodass sie sich mal ein bisschen ausprobieren können daran. Allerdings war wohl die Hürde ein bisschen zu hoch, da sich das Ganze auch wirklich zuzutrauen. Und deshalb ist das leider nicht so wirklich passiert. Dafür habe ich dann Fotos gemacht und habe ein bisschen gefilmt, so wie Irene eben auch. Sie hat auch Fotos und Videos gemacht. Das Ganze habe ich eben jetzt zu diesem Film hier zusammengeschnitten. Mein Highlight war dann, als ich einer Person gesagt habe, was man so machen kann und dann natürlich auch meine Station erklärt habe und dass es auch möglich ist, irgendwas im Bereich Film zu machen oder Stop-Motion, dass diese Person sich dann daraufhin eben hingesetzt hat und inspiriert gefühlt hat, ein Daumenkino zu machen und nicht nur ein Daumenkino, sondern dieses Daumenkino zu übertragen auf einen Regenschirm. Hier sieht man auch mal so ein paar Bilder davon und ich finde, das Ergebnis kann sich richtig sehen lassen und ist echt schön geworden und ist dann ja eben auch so eine Art Film, der dann eben auf dem Regenschirm entsteht, wenn man diesen dann dreht. Das war mein Highlight. Ansonsten hat es mir sehr viel Vergnügen gebracht, sehr viel Erfahrung, sehr viele Eindrücke geschenkt, für die ich wirklich sehr dankbar bin. Ja, und dieser Film ist eben mein, wenn man so will, Inklusionsluftballon, sodass sich auch andere Leute auf den Weg machen, gerade im Bereich der Kunst und Kultur mehr Inklusion zu wagen. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen mit diesem Film. Hi, ich bin Ferdi. Ich habe mir zusammen mit Darius eine Station für das Seite-an-Seite-Projekt ausgedacht, wo wir gerne eine Malerei machen wollten. Wir haben uns aber gefragt, wie wir das dann irgendwie schaffen, die Malerei dann später auch zum LWL-Museum transportieren zu können. Und da kam uns recht schnell die Idee, dass wir einfach eine Mauer bauen könnten aus Kartons. Die können wir aufeinander stellen, bemalen und später halt wieder auseinandernehmen und dann halt drüber tragen. Während wir halt im Prozess waren, gemalt haben, haben wir gedacht, eigentlich könnten wir die Kartons ja jetzt auch wieder neu anordnen. Und das haben wir dann ausprobiert, gemacht und so entstanden halt ganz viele unterschiedliche Motive, die sich auf unterschiedlichste Kartonkonstellationen streckten. Und am Ende hatten wir ein großes Kunstwerk, das sich gar nicht richtig wieder anordnen ließ, weil alle Puzzleteile irgendwie überall verstreut waren auf diesen Kartons. Also mir hat insbesondere das Projekt von Darius und mir so gut gefallen, weil wir zwar gemeinsam was gemacht haben, aber trotzdem auch einfach unser Ding machen konnten und den anderen zeigen konnten, so hey, so das sind meine Ideen und ich packe das hier auf die Kartons und das ist cool so. Weil das fehlt mir manchmal. Ich
arbeite in der Kinder- und Jugendarbeit und arrangiere mich super viel auch mit anderen in meinem Alter, wenn wir uns Projekte, Ideen und so weiter und so fort ausdenken. Und oft habe ich den Eindruck, dass wir uns gar nicht richtig zuhören und irgendwie gegenseitig viel zu skeptisch sind und denken, ob das so eine coole Idee ist, die andere da gerade hat. Und dann machen wir es am Ende nicht. Und dann wissen wir es aber auch gar nicht, ob es irgendwie cool war oder nicht. Und das haben wir jetzt in dem Seite-an-Seite-Projekt haben wir es halt einfach gemacht. Wir haben das zugelassen, dass alle irgendwie auf die Kartons klatschen können, was sie wollen. Und am Ende haben wir halt gemerkt, ja, es ist cool, es funktioniert. Hast du das hier gemacht? Ja. Das sind Törtchen? Ja. Super. Und deswegen war ich gerade so dabei, die noch ein bisschen dahin zu schieben, weil sich das damit so gut verbindet. Weil Ja. Da hast du ja auch Kugeln dabei. Könnte man ja ein bisschen näher ran. Das ist gut, dass die Sonne sich nicht unterkriegen lässt von dem Regen, ne? Ja, genau. Das ist aber ein schönes Bild dann. Die ist dann stärker. Gute Einstellung fürs Leben. Ja, so ein bisschen Regen kann so einer Sonne dann auch nichts anhaben. Ja, genau. Hi, ich bin Merle und ich war beim Projekt Seite an Seite dabei. Mir hat an dem Projekt besonders gut gefallen, dass es nicht wichtig war, aus welchem Grund ich teilgenommen habe. Ich bin selber Studentin, aber in der Zeit war ich auch helfende Hand bei der Realisation von Projekten von anderen Teilnehmenden. Ich konnte an meinen eigenen Sachen arbeiten und mit anderen Menschen an gemeinschaftlichen Projekten. Dadurch sind die Rollen, die wir hatten, sehr verschwommen, was letztendlich auch das Ziel des Projektes war. Und das hat einfach die Atmosphäre super aufgelockert und total viel Spaß gemacht, weil es einfach auch sehr zwanglos dadurch wurde. Ein schönes Gemeinschaftsprojekt ist zum Beispiel dieser Regenschirm, an dem mehrere Leute über die Tage hinweg die bunte Farbe aufgetragen haben. Ich habe mich dann aber trotzdem noch an der Funktion des Regenschirms gestört, die er ja trotz seiner Buntheit immer noch hatte. Deshalb habe ich mir die Modelliermasse genommen und einen Kopf geformt, der sich dem Himmel entgegenstreckt, um einfach ein bisschen mit dem Gefühl zu spielen, wie es wäre, wenn man den Regen genießen könnte, statt sich vor ihm schützen zu müssen. Oh yeah. Ja, das ist ein Scholle. Mega toll aus. Und hält schon? Cool. Bitte muss noch trocknen. Guck mal. Sehr gut. Danke. Ich bräuchte eigentlich die ganze Wand. Einen großen Pinsel. Aber Gregor, das können wir gleich ja einrichten. Dann rollen wir die Rolle mal ein bisschen weiter ab. Und das ganze Weiß, das kannst du dann bemalen, wenn du willst. Ja, wenn du hier schon so was sagst. Ja, also das können wir dir, also wir ermöglichen ja hier alles. Hi, ich bin Melanie und ich war beim Projekt Seite an Seite mit dabei. Für mich war das eine super spannende und prägende Erfahrung, die mich auch darin bestätigt hat, weiterhin auch später beruflich mit Menschen zusammenzuarbeiten. Es hat mich sogar so geprägt, dass ich mich jetzt für ein Praktikum entschieden habe, wo ich mit Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen und unterschiedlichen Lebenssituationen Zusammenkunft machen werde. Ich fand es nur schade, dass das Projekt einige Tage ging und hätte mir gewünscht, dass man ein bisschen mehr Zeit hätte, die Menschen ein bisschen intensiver kennenzulernen, auch mehr Menschen kennenzulernen. Eines meiner Highlights war auf jeden Fall der erste Tag. Ich war zwar sehr nervös, weil ich nicht genau wusste, wo ich anfangen soll, ob ich zu Menschen gehen soll, ob ich alleine meine Projekte anfange, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass eine Person hinter mir etwas frustriert wirkte, habe mich dann getraut, zu ihr zu gehen und nachzufragen, was genau der Plan ist, was sie machen möchte, was ihre Ideen sind. Und dann haben wir uns entschieden, einfach zusammen ein Projekt anzufangen. Genau, hier sehen wir auch den Engel, für den wir uns letztendlich entschieden haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie
wie wir genau auf das Motiv kamen, aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich den davor sehr klein gezeichnet habe. Den musste ich dann ein bisschen größer zeichnen, ein bisschen simpler zeichnen, dass wir genug Platz haben, um dann auch mit Glitzersteinchen, mit Glitzerkleber oder auch Stempeln den schön auszugestalten. Die Stempel waren zum Beispiel Schmetterlinge, weil das auch ihr Lieblingstier war. Und letztendlich waren wir beide total zufrieden. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben so viele Materialien wie möglich genutzt. Es war manchmal ein bisschen schwierig, weil manchmal ein paar Materialien nicht gut geklebt haben, aber letztendlich waren wir beide sehr happy damit. Am nächsten Tag habe ich dann mit einer anderen Person zusammen einen Regenschirm gestaltet. Wir haben angefangen, uns erstmal unterschiedliche Farben auszusuchen, dann jeden Abschnitt des Regenschirms unterschiedlich auszumalen. Irgendwie war uns das dann doch zu langweilig und dann haben wir uns entschieden, zum bunten Papier zu gehen und verschiedene Formen auszuschneiden, wie Herzchen, Sternchen, Hände oder auch Luftballons. Die haben letztendlich auch noch Schnüre gekriegt, damit die aussehen, als würden die fliegen. Und ihr war auf jeden Fall noch wichtig, das Wort Inklusion mit aufzuschreiben. Das haben wir dann mit einem dicken Edding schön auch da drauf gepackt und letztendlich hatten wir dann einen sehr, sehr bunten Regenschirm und wir waren beide sehr happy damit. Es war sehr, sehr auffallend und ja, ich war sehr happy, sie war sehr happy und ich würde auf jeden Fall nochmal bei so etwas mitmachen. Ballons irgendwie, sag ich mal, sich auf den Weg machen und Inklusion heißt ja sicherlich auch sich auf den Weg machen. Ja.